Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Heute sitze ich nicht alleine in meinem Van, in meinem Postbus, sondern heute habe ich jemanden auf dem Beifahrersitz sitzen und darüber bin ich sehr froh und habe ich auch schon angekündigt. Und zwar die Kathi sitzt hier neben mir. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sowieso, dich mal zu sehen. Wir kennen uns ja nur aus dem Internet. Wir haben relativ viel Kontakt, weil wir ein bisschen was zusammen auch machen, aber jetzt so mal mit dir so eine Nacht zu verbringen, ist richtig schön. Okay, das jetzt nicht falsch verstehen. Wir haben nebeneinander geparkt. Genau. Erzähl doch gerne erstmal kurz was über dich, wer du bist, was du machst. Genau. Gern. Also Kathi heiße ich, Kathi Groll ist auch so ein bisschen mein Künstlername, weil ich sehr viele Jobs mache, wo das tatsächlich ein bisschen eine Rolle spielt, wie man heißt. Ich mache unter anderem ein bisschen Fernsehen, ein bisschen Radio und hauptsächlich bin ich aber tatsächlich Audioexpertin. Produziere Podcasts, berate für Podcasts, schneide, wenn es sein muss, auch Podcasts. Mache da gerne das Ganze drumherum. Für verschiedene Arbeitgebende und ich liebe Audio sehr, ich liebe Töne, bin nicht so gut in Bild. Und das Setup ist, ich lebe in meinem Van, es ist ein kleiner Ford Transit, kurzer Radstand, ohne Stehhöhe und ich liebe dieses einfache Leben. Kühlschrank habe ich auch nicht, aber mein Bobstar und ich, wir waren schon viel unterwegs. Jetzt übrigens im Winter war ich komplett seit November auf Fuerteventura und bin tatsächlich vor einem Tag aus der Fähre gespült worden aufs spanische Festland und deswegen konnten wir uns jetzt hier sehen. Genau, weil unsere Rückreise fast den gleichen Weg hat. Also Kathi kommt ein bisschen früher in Leipzig an als ich, aber wir haben quasi den gleichen Weg und haben jetzt gesagt, wir treffen uns einmal und heute trennen wir uns zwar wieder, weil es, glaube ich, auch wichtig ist auf so einer Rückreise, dass jeder so sein Tempo findet, wie schnell er das möchte, wie schnell die Seele voran möchte, was man da gerade braucht. Genau, aber deswegen bin ich sehr dankbar, dass du heute hier bist und wir haben eine super Folge für euch. Ja. Ganz schön deep geworden. Wir haben, glaube ich, beide viel im Kopf gerade, weißt du? Ja. Und das mussten wir mal uns erzählen und vielleicht auch ein bisschen euch. Genau, deswegen viel Freude beim Zuhören. Und wenn ihr den Kontakt von Kathi braucht, schreibt mir eine Nachricht. Oh ja, ich helfe euch gern bei euren Podcasts. Genau. Ich habe ja die erste Reise von den Podcasts, das habe ich so gerne gehört, weil die meisten konnten irgendwie noch nicht weg aus Deutschland. Ne? Du hast es ja einfach gemacht. Und das war so geil. Es war einfach so das Tor in das, was ich kurze Zeit später auch machen werde. Halt, ne? Das habe ich richtig doll genossen. 2 Jahre später ich will nicht, Rückreise. Es ist die Rückreise. Ja. Ich überlege mal, wie ich es formuliere. Ich gehe ja nicht zurück, aber es ist trotzdem eine Rückreise nach Deutschland auf einen kurzen Besuch. Ja. Schon krass. Vor allen Dingen gestern, 1. April 2018, habe ich meinen Wohnungsschlüssel abgegeben bin damals in meinen T4 gestiegen, den ich ja das erste halbe Jahr noch hatte, meiner großen Reise oder das erste Jahr, und bin aufgebrochen. Ich glaube, ich habe gestern überlegt, das war nicht gen Süden, man würde es so gerne sagen, ich habe meinen Wohnungsschlüssel abgegeben, bin losgefahren gen Süden, aber ich glaube, das war nur gen Rügen Okay. zum Arbeiten an die Surfschule. Genau. Geil. Ich würde sagen, setz dich ganz entspannt, weil sonst wird es so, genau. Ist ja, guck mal, wir haben ja hier eine wunderbare Kabine. Ich mach mal ein bisschen. Und jetzt haben wir hier eine Sprecherkabine. Das ist so geil Deluxe. in Autos. In Autos kann man so gut aufnehmen. Vor allem, wenn du noch so ein bisschen Armaflex drin hast. Weil das so ein kleiner Raum ist. Das ist sehr zuträglich. Zu Hause musst du dann dir so Sachen hinstellen und so, damit es nicht so schallt. Das Problem hast du nicht. Und ich bin gespannt, wie sich das nachher anhört, so das Setup hier. Aber das könnte... Doch, das funktioniert. Du hörst es ja schon beim Sprechen. Ja. Ich mache alles im Auto immer, was ich aufnehmen muss. Also wo auch sonst. Stimmt. Manchmal draußen, wenn kein Wind ist. Draußen klingt es auch gut. Habe ich mich ehrlich gesagt noch nie getraut. Ja, mit dem iPhone, ich habe ja ein richtiges Radiomikrofon mit. Mit dem iPhone ist es zu windanfällig, aber ich habe ja so einen Plopschutz da drauf. Und dann... Wenn ich irgendwann mal groß und reich bin,
Ja. gibt es auch ein ordentliches Mikro. Aber bis dahin, ich würde es gerne alleine auch fürs Gefühl mal haben wollen. Ja, ist geil. So ein Mikro vor einstehen zu haben, das macht schon nochmal so einen Sprung in der Professionalität. Ganz genau. Mehr als das, obwohl das schon wirklich Bombe ist. Ne? Ja. Also muss man einfach sagen, alle gucken mich immer an, wie du machst das mit dem iPhone. Hä? Super. Aber Super, ja. Das ist der absolute Lifehack. Und wenn du es so remote machst, dann setzt du dir halt Kopfhörer auf und die Person, die du interviewst, setzt Kopfhörer auf und dann hast du 2 Spuren, absolut rein, dann legst die übereinander, fertig. Ne? Das ist erstaunlich gut. Ich muss ja auch sagen, mein Mikrofon gehört mir nicht mal, das habe ich ausgeliehen. Seit einem halben Jahr, weil mein Mikrofon ist kurz vor der Reise kaputt gegangen. Kurz vor Abreise. es ist ja, aber die kosten so 300-400 Euro, ne? Nee, das ist noch teureres. Ich habe so eine, das ist so eine Reporterkeule, nennen wir das. Da ist das alles drin, halt eine SD-Karte, ein eigener Akku und das klingt super gut. Ich mache ja damit Radiosendungen von unterwegs und du kannst es halt auch so, es hat einen Windschutz, das ist ein super Mikro, die kosten so bis zu 1000, so 900 bis 1000. Wahnsinn. Ja, Ja gut, das wird es bei mir nicht. Also bei mir wird es dann sozusagen ein mittelpreisiges von Rode oder so dieses, gibt es ja ein spezielles auch, so ein Podcast-Mikro, wobei ich das immer so schwierig finde, ein Teil für eine Bestimmung, wenn es doch so viel mehr könnte. Das ist irgendwie so lächerlich, aber gut, ist wie es ist. Aber aber vorher, das schließt du an einen Laptop an, ne? Als schließt du an. Energiequelle und als Tonquelle. ja, ich glaube aber auch, dass da noch irgendwas dazwischen dann muss, was schon wieder nervt. Ja, Irgendeine Soundkarte oder so. Und da bin ich schon wieder genervt. Da habe ich schon wieder gar keinen Bock. Deswegen ist das mit dem iPhone hinlegen auf dem Kissen mein Workflow. Und ich habe ja schon mal andere Sachen ausprobiert. Und eins, also so minimalistisch, wie man im Bus lebt, so minimalistisch mag ich es auch bei der Ganz Arbeit. genau. Ich habe auf meinen WordPress-Seiten nicht viele Apps laufen. Ich habe auf dem Laptop nur die wichtigsten Sachen. Mein Telefon ist ziemlich schmal mit Apps. Geil. Also das ist alles so minimal halt. ganz genau. Finanziell minimal, nicht, dass ich wenig Geld habe, sondern auch da gute überschaubar. Ja. Meine Finanzen, also es zieht sich nachher, das ist eigentlich das Spannende da drin, es zieht sich irgendwann in alle Bereiche. Alle Bereiche. Alles. Das ist so geil. Bis zum Make-up. Wisst ihr mal? Genau, die kleine Box, die winzige Box, wo Sachen drin sind, die wahrscheinlich schon abgelaufen sind, aber die man einfach nicht erneuert, weil es einfach keinen Sinn macht. Funktioniert ja noch. Ja, und wenn man das 1-2 Mal im Jahr benutzt, ist das ja so. völlig ausreichend. Aber ich mag das. Ich mag das wirklich sehr. Und früher, guck mal, ich habe in der Holbeinstraße eine 85 Quadratmeter Wohnung gehabt. Krass. Das waren 3 Räume, 2. Ein sehr Aber du hast da großer. drin gearbeitet. Ich habe da drin auch gearbeitet, Ja, okay. was es nicht besser gemacht hat. Weil ich hatte auf jeden Fall Millionen von Teile da drin. Also allein schon durch die Werkstatt. Ne? Und ich bin froh, dass ich das alles nicht mehr habe. Es war ein langer Prozess, viele Jahre des Aussortierens. Das machst du ja nicht von heute auf morgen. Und ich bin so froh. Und ich habe schon öfters überlegt, was wäre, wenn man mehr Platz hätte, hätte man mehr? Nein. Ich würde Naja, es hätte weiter- man vielleicht, aber es würde einem nicht dienen. Nee, ich glaube nicht mal, dass es irgendwann wieder dahin gehen würde, wo es schon mal war. Ja. Das würde ich nicht schaffen, weil ich mich dann ja auch so überladen fühle. Ich Also- mich auch, ja, total schnell. Ja. Also die Idee, dass ich jetzt nach Deutschland fahre und ich würde dort eine Wohnung anmieten, das würde ich niemals machen. Ich meine, ich weiß ja noch nicht, wie lange ich bleibe, aber wahrscheinlich nur bis Herbst oder vielleicht noch kürzer. Also, ne? Also wenn du mal Bock hast, nimm dir irgendwie so ein Zimmer in Ja, der WG. Das auf ist ja jeden. völlig ausreichend. Vor allen Dingen Zwischenmiete. ist dann noch alles da. Das halte ich Du mir musst- immer offen, die Option, aber ich mach's nie, weil ich liebe mein Auto. Ich kann auch nicht mehr mit so, also mal kurz, okay, aber so Ja. langfristig mit Menschen wieder zusammen agieren in der Wohnung. Ja. Es fühlt sich immer so komisch an, das zu sagen, aber auch dieses dauerhaft sich dann so zurücknehmen und dauerhaft so, kann man Sinn das ausdrücken. Ich mag es halt, wenn es fluffig läuft und ich tendiere dann schnell dazu, es anderen oft recht machen zu wollen. ja. Das bedeutet, dass du dich ja sehr viel von dir Zurücknimmst. selber entfernst in der Zeit, obwohl das ja eigentlich so dein Safe Space sein sollte, wo du so Genau. bist, wie du bist. Aber mit Menschen zusammen ist es halt eben eine Gemeinschaft und ich finde, da gehört es dazu. Dass man Rücksicht aufeinander nimmt, natürlich. Genau, aber die Frage ist, schafft man da noch ein Maß? Der Vorteil ist, in so einem Van brauchst du kein Maß mehr, nur dein eigenes. Und ja, das ist großartig. Ja, total. Total. Nachdem man irgendwie ein Leben lang mit dem Maß, mit einem Mittelmaß gelebt hat,
Tatsächlich. Also jetzt so denke ich mir so krass, ich habe oft einfach zu viel für andere agiert, gemacht, getan, Total, mich ja. verhalten. Ist das jetzt total gut, Moja, das mal nicht tun zu müssen. Moja wird aktiv. Ich habe ja eine Eltern-WG sozusagen. Meine permanente Adresse ist ja in meinem Elternhaus. Und ich bin schon da ganz gern, so 2-3 Mal im Jahr. Dann bleibe ich auch immer eine Woche, weil die sich freuen auch mit mir. Also wir freuen uns miteinander Zeit zu und verbringen mittlerweile. Und das funktioniert, finde ich, eigentlich ganz gut. Weil die wohnen ja sozusagen oben und ich wohne im Kinderzimmer unten. Und da kommt man gar nicht so viel, muss man nicht, ne? Und mittlerweile habe ich auch das Gefühl, die Zeit läuft ja auch mit deinen Familienmitgliedern, ne? Also wie viel Zeit hast du noch, dass es denen auch so gut geht und so, ne? Ich bin ja auch Ende 30, dann sind die Eltern ja noch mal 30 Jahre älter und dann kann ich das mittlerweile so richtig genießen. Aber so nach 5-6 Tagen denke ich so, muss ich mal kurz mal rausfahren nach Brandenburg und irgendwo anders schlafen. Aber dann ist es auch wieder gut. Also das ist richtig schön, diese WG mit den Eltern. Das kann wirklich im Erwachsenenalter richtig witzig sein. Aber das hast du ja auch jetzt dann, ne? Mit Mama. So lustig. Also ich bleibe ja wahrscheinlich so 10 Tage jetzt, also bis ich ankomme, dann sind es noch 10 Tage. Das ist schon ein Challenge. Ja. Aber auch irgendwie schön. Also ich nehme mir ja da trotzdem meinen Raum, gehe raus, mach tu. Durch Moja halt auch großer Vorteil. Ja, stimmt. Wenn ich auch mal spazieren gehen, obwohl Mutti mal mitlaufen will, aber dann, nee, ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Habe jetzt auch noch ein Projekt, ne, bis 14. April noch den Lounge vorbereiten. Vom Online-Kurs, was mich so ein bisschen ablenkt von der Eltern-WG sozusagen, wo ich aber so ein bisschen zu tun habe. Und da ist natürlich bemuttelt zu werden. Ich habe das früher nie gemocht, aber jetzt so im Alter ist es ja auch irgendwie schön. Total. Mal, wie hast du meinen Wäschesack, bitte? Ja, genau. Ach, was, schon wieder essen? Okay, ich komme. Ja, es ist bei mir genauso. Mein Vater, ich habe gestern mit denen mal endlich telefoniert, weil ich Zeit hatte während der Fahrt. Und das Erste, was mein Vater mich fragt, ist, was willst du denn essen, wenn du bis Ostern vielleicht da bist? Und dann soll ich dem das dann möglichst noch jeden Tag eine Idee... Speiseplan. Weil das ist immer so, meine Eltern müssen sich ja an mich dann ein bisschen anpassen, wenn ich eben kein Schnitzel mit Pommes esse. Ne? Also nichts gegen meine Eltern essen halt Fleisch, das ist ja auch total in Ordnung. Und dann wollen die immer wissen, oh, was können wir denn mal machen ohne Fleisch? Aber es ist so schön, dass sie sich so anpassen, ne? Ich finde das so süß. Ich meine, sie müssten ja nicht. Ja, aber das ist ja was man dann auch, wenn das Kind dann mal nach Hause kommt, das macht man ja auch gerne. Und ich finde, das ist sogar, guck mal, wenn du kein Fleisch isst, also in meiner Welt ist das normal. Das hat nichts mit Anpassen zu tun, sondern die fragen dich, du hast ja Bedürfnisse und danach fragen die dich. Und das ist ja was sehr, sehr Schönes, ne? Das stimmt. Und das, wenn man jetzt nur so ab und zu mal zurückfährt, wird die Zeit intensiver. Du meintest vorhin, dass die Zeit weniger wird, ja, also dass man die noch genießt, bevor es vielleicht gar nicht mehr geht, aber ich finde auch im Alter wird es irgendwie, zumindest bei mir, und so hört es sich bei dir auch an, intensiver. Ja. Was halt so früher nicht so richtig möglich war. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die sehr viel Struggle hatten, familienbedingt. Zähle ich uns jetzt einfach mal mit dazu. Und da halt manchmal die Zeit tatsächlich Wunden und im Alter. Ich habe ja auch viele Jahre mit meiner Mama gar nicht gesprochen. Oh. Komplett Kontaktabbruch, aber jetzt so ich muss mal nachgucken, wie lange das jetzt schon ist, aber arbeiten wir das auch alles wieder auf und haben dann ein gutes Miteinander. Manchmal fällt meine Mama noch in so alte Muster. Große Challenge auch für mich, dann ganz ruhig zu bleiben, aber so ist das. Aber redet ihr richtig konkret über so alte, sag ich mal, Schmerzpunkte? Oh ja. Wow, also da finde ich ja erstaunlich, weil die Generation unserer Eltern ist ja schon manchmal sehr verschlossen, was ihre Gefühle angeht, ne? Absolut, aber in unserer Geschichte, Familiengeschichte liegt so viel Zeug, also wirklich auf Generationen zurück, auch meine Mama, was der passiert ist. Und es gibt ja immer meistens so das eine Kind in der Familie, was dann irgendwann mal anfängt aufzuräumen, weil es zu viel wird. Das ist ja so, dass irgendwann das alles sich so, also wir sind die Generation, die oft dann diesen Schritt gehen, quasi das aufzuräumen, sich darum zu kümmern. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Mama damit einsteigt. Ich bin aber auch ehrlich, sie hatte gar nicht die Chance. Also sie hatte die Chance zu überlegen, machst du mit oder lässt es sein. Okay. Das hätte aber bedeutet, lässt es sein, Kontaktabbruch. Ah ja.
weil, also ich habe ja aus Gründen lange mit ihr nicht geredet und danach war der Deal, wenn wir zusammen irgendwie eine Form von Beziehung wieder aufbauen wollen, hör mir zu und red mit mir. Ansonsten wird es nichts. Konnte ich auch noch nie, dieses heile Welt leben. Ja. Man fährt nach Hause, es stehen 8 Millionen lilafarbene Elefanten im Raum, aber keiner spricht drüber. Ja, Nicht mein Ding, noch nie gewesen. Gut. Und ja, habe ich das quasi so auferlegt damals und habe gesagt, nur wenn du mir zuhörst und wenn du mitredest, was ja dann quasi zwangsläufig mit dazugehört, ne? Ja. Und jeder kennt es wahrscheinlich so von Eltern, die dann so sagen, ja, so schlimm war das ja gar nicht. Und. Also solche Sätze kenne ich ja auch zur Genüge, weil man dann nicht wahrgenommen wird und nicht ernst genommen wird. Dann habe ich gesagt, wenn du das noch einmal machst, bin ich weg. Weil das kann ich nicht mehr. Das habe ich im jugendlichen Alter sehr lange gehört. Diese Sätze, stell dich nicht so an und. Wir kennen sie alle. Ja, klar. Ausreichend. Ja, klar. Und da war ich sehr konsequent und hatte natürlich das starke Druckmittel, wo ich 6, 7 Jahre nicht mit ihr geredet habe. Ich habe gesagt, das passiert halt wieder. Und dadurch, dass meine Mama das halt schon mal durchgemacht hat mit mir, hat sie da natürlich auch den Sinn dahinter verstanden, das halt so nicht mehr zu machen. Ich glaube, wenn man so eine Phase nicht hatte, ist es schwer. Also es ist unglaublich schwer, sich aus Familiengeschichten so rauszuziehen und da wirklich aufzuräumen. Das ist eines mit absoluten Monsteraufgaben. Ja, total. Ich höre auch wahnsinnig viele Leute, denen es so wahnsinnig schwerfällt, sich zum Beispiel mal eine Zeit lang abzugrenzen, weil Familie, ne, sucht man sich nicht aus, wie man so schön immer zu hören bekommt. Doch, die sucht man sich am Ende auch aus. Am Ende schon. Man sucht sich aus, ob man damit wirklich, wie lange man damit umgehen möchte. Ich habe mich halt damals dagegen entschieden, weil es einfach unglaublich schlecht für mich war, die Verbindung. Und das war auch gut so. Es war eine sehr heilende Zeit, wenn auch sehr anstrengend. Ne? Also zu sagen, wir haben jetzt keinen Kontakt mehr über Jahre, ist schon ein Ding. Glaube ich. Aber es war das Einzige, was Sinn gemacht hat. Und am Ende hat es uns ja beiden geholfen, auch wenn wir das in dem Moment natürlich so nicht empfunden haben. Ja, natürlich. Aber also die Momente, wo man das so entscheidet, sind ja immer sehr rumpelig. Und jetzt im Nachhinein bin ich sehr dankbar, auch für den Mut meiner Mama, sich den Dingen zu stellen. Total. Klar macht sie es anders als ich. Klar, also ich bin da einfach voran und bitte, jetzt lass mal hier aufräumen, ich habe keine Zeit mehr. Meine Mama ist da schon noch an manchen Stellen, kommt sie nicht hin, aber ich weiß auch, dass sie das nicht muss. Also es gibt ja verschiedene Sachen, da muss man nicht hingucken. Nein, genau. Man hat ja auch verschiedene Wege. Jeder Mensch darf das ja persönlich entscheiden, wie der Weg dadurch aussieht. Ne? Genau, und diese Akzeptanz da drin ist super wichtig und sie geht ihr Tempo und sie ist in ihrem Alter wahnsinnig krass dabei. Also wirklich, da kenne ich andere, die immer noch mit Scheuklappen im Leben sitzen und sie macht es schon und hat auch verstanden, worum es geht im Leben und stellt sich allen Aufgaben so, wie sie es eben aus ihrer Kraft heraus kann. Und das ist sehr bemerkenswert, dass sie das macht, weil sie hat auf jeden Fall da auch viel an Geschichte in sich. Ich weiß es ja, weil ich es aufarbeite und also es ist einfach so, das, was Kinder durchmachen, haben meistens auch die Eltern Ganz in einer Form durchgemacht. Ja. Das spiegelt sich ja alles, ne? Und das trägt sich immer wieder weiter. Genau. Von Generation zu Generation. Natürlich immer anders, mit einer anderen Qualität dahinter, aber das trägt sich weiter. Und die eigene Geschichte, die man so lebt, haben meistens auch die Eltern erlebt. Das kann man wirklich auch so sagen, sagt man ja auch in der Traumatherapie so. Von daher, genau, finde ich das schon spannend, den Weg. Mensch, was ist das denn jetzt für ein Thema? Familie und Vanlife. Ich habe was ganz, ganz Heilsames gelernt in einer Therapie dazu, zum Thema Eltern-Kind-Beziehung, was mir total geholfen hat. Weil Eltern fühlen sich ja nicht umsonst sehr doll angegriffen, wenn man ihnen sagt, ja, damals hast du mich sehr schwer verletzt mit dem und dem Verhalten oder auch mit dem, es ist alles nicht so schlimm. Und sie halten oft immer noch daran fest zu sagen, ja, aber so schlimm war das ja alles gar nicht, weil in ihrer Perspektive die Beziehung zum Kind ja eine ganz andere war. Ne? Ich bin ja selber keine Mutter, aber ich glaube, wenn du ein Kind bekommst, dann fühlt sich das sehr aufopfernd an. Und die meisten Eltern, denen würde ich mal zutrauen, sie tun ihr Bestes. Sie versuchen ihr Bestes. Und wenn man dann im Nachhinein doch kritisiert wird und man merkt, das Kind hat Verletzungen und das wollte man ja nicht, dann ist die erste Reaktion oft eine Abwehrhaltung, weil man eben das auf einem selber so sehr wehtut, dass man eben versagt hat. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz natürliches Zurückbellen. Aber ich glaube, wenn man da so sanft rangeht, und ich habe eher so die Strategie, meine Eltern zu fragen, wie das war, weil ich dann eher so eine plastischere Vorstellung bekomme,
Ne? Anstatt ihnen jetzt zu sagen, dadurch hast du mich sehr stark verletzt. Also ich versuche eher die Geschichte daraus zu finden, naja, wie ging es denn meiner Mutter, als ich ein Kleinkind war? Was hatte sie, wo musste sie durch in der Zeit? Und das ist dann für mich manchmal total spannend. Da habe ich schon sehr spannende Dinge erfahren. So, und mehr Verständnis dadurch gelernt. Das ist der Schlüssel. Verstehen. Ja. Die Situation verstehen. Das Witzige ist in dem Moment, obwohl es eigentlich nicht witzig ist, da sitzen sich zwei Personen, in dem Fall Mutter, Kind oder Vater, Tochter gegenüber und beide fühlen sich nicht gesehen. Ja, total. Es ist doch der Knackpunkt in allem. Genau. Und dann kommt dieser Konflikt und es braucht da einfach von beiden Seiten Verständnis und Empathie. Ja. Es funktioniert nie, wenn es nur eine Seite ist. Deswegen hatte ich damals auch zu meiner Mama gesagt, wir können das gerne wieder versuchen. Aber nur, wenn du mir zuhörst, was natürlich impliziert, dass ich auch zuhöre. Und wir haben mittlerweile viele Sachen besprochen. Wow. Und spannend, dass ich ganz oft ein ganz anderes Bild natürlich von der Situation hatte. Na klar. Und da legen sich ja Geschichten drüber. Ich glaube, dass keiner von uns mehr 100% weiß, wie es war. Ja. Jeder hat aber seine Idee zu der Situation. Und ich denke mir dann immer, okay, das war deine Wahrnehmung, das ist meine. Nehme nur 50% von beiden Seiten, ist das irgendwo dazwischen die Wahrheit. Genau. Aber das auch so stehen lassen zu können, man nimmt es raus, dass man Recht haben will. Ja. Aber es war doch so und so. Das musst du doch auch so gespürt haben. Nein, habe ich nicht. Ich habe da ganz anders gefühlt. Und da sich so gegenüber sitzen zu können und darüber mittlerweile sprechen zu können und dadurch natürlich auch Sachen aufzulösen. Ne? Klar, Ja, wenn dann total. plötzlich so, okay, krass, ich hatte das ganz anders in Erinnerung. Und das ist ja ein normaler Mechanismus, den ich auch nicht verurteile. Also jeder hat eine andere Wahrnehmung zur Situation und andere Emotionen. Noch ich. Und ich weiß auch, dass ein großer Teil wahrscheinlich eher das Resultat von dem Ganzen ist, statt der Moment selber. Ja, genau. Das ist ja wichtig, aber das zu verstehen in dem Heilungsprozess. Weil am Ende geht es ja nicht mehr darum, jeden Moment aufs kleinste Mikroteil auseinanderzunehmen, sondern da Frieden reinzubekommen. Und Frieden geht durch Verständnis und durch Wohlwollen seinen eigenen Gefühlen gegenüber. Also man darf sich dann auch nicht nicht verurteilen dafür Sich im selbst, Nachhinein. ja, Genau. ja, total. Oh, ich habe das falsch wahrgenommen. Oh mein Gott, jetzt habe ich mein Leben lang etwas anderes darüber gedacht. Genau. Das ist totaler Bums, weil das ist ja am Ende die Wahrheit. Am Ende ist wichtig, das, was bei rauskommt und das, was man draus macht. Und nicht das, Kinder was man... tendieren auch dazu extrem. Also Kinder tendieren dazu, sich schlecht zu fühlen, weil sie ihre Eltern verurteilen. Und Eltern tendieren dazu, sich schlecht zu fühlen, weil sie das Gefühl haben, sie haben versagt. Und das ist ein riesen Grundkonflikt halt, ne? Und am Ende müssten sich ja beide eigentlich nur sagen, weißt du was, ich liebe dich. Und ich habe es vielleicht hier und da nicht alles 100%ig geschafft, richtig zu machen. Und weißt du, was ich auch glaube? Ich glaube, die Haltung alleine würde schon so viel Würde auslösen. so viel lösen. Weil wenn die immer noch da sitzen und sagen, hat's doch eine schöne Kindheit. Nee, hatte ich nicht, bitte erkenn das doch mal an. Genau. Ich glaube, alleine das, wenn da mal jemand da sitzen würde, ganz reflektiert und sagen würde, hey, ich habe zwar versucht, wirklich mein Bestes zu geben, aber es lief halt scheiße. Ja. Oh, was das machen würde. Was das machen würde. Ja, ja. Und gleichzeitig auch ich finde auch, wir sind sehr also wir reden ja viel, aber wir sind sehr sparsam mit einer Liebesbekundung. Und ich habe das zum Beispiel nicht erlebt, dass meine Eltern mir das gesagt haben. Das Wort mit L, das war ja ein Tabu. So. Oder auch so gegenseitig haben sie sich nicht gesagt. Ich weiß nicht genau, ob das so auch so eine Generationsfrage ist. Und ich glaube, wenn man das am Kind dann auch mal nicht nur zeigt, sondern auch mal sagt, weil jeder hat ja eine andere Art von, sage ich mal, so einer liebenvollen Kommunikation. Für die eine ist es Kuscheln und für die nächste ist es vielleicht, ich will es hören, ja. Und das fand ich halt auch total. Und mittlerweile habe ich aber das Gefühl, ich verstehe sie jetzt. Die müssen mir das jetzt nicht mehr sagen. Ich spüre es, wenn die mich in den Arm nehmen, wenn ich nach Hause komme. Und das hat mich auch sehr geheilt, sozusagen vor diesem, haben die mich eigentlich lieb, Kind-Konflikt, ja. Also mangelnde Liebe ist ein Traumata von wirklich unglaublich vielen. Also wenn wir im Kontext Traumata reden, ist es auch immer das Thema Liebesentzug. Ja. Tatsächlich Entzug, weil wir soziale Wesen sind und wir das eigentlich sehr brauchen, um zu wachsen, um zu gedeihen, um in unsere Kraft zu kommen. Ja. Und wenn diese Komponente fehlt, passiert es Traumafolge.
die Folge sozusagen. Ja. Dann haben wir später im Alter einfach echt Probleme mit Bindung. Vor allem Bindung. Genau, und das richtige Entscheiden für Bindung. Ja. Und das Leben auch, das Aufrechterhalten von Bindung, weil du sehr schnell, wenn du das Problem hast, von so eine Bindungsängstlichkeit entwickelst dadurch, dann bist du ja auch, kannst du kein Vertrauen. Ja, Urvertrauen fehlt dann. Also wenn Liebe fehlt, fehlt das Urvertrauen. Das ist so. Und dann wiederholst du es im Erwachsenenleben mit dem PartnerInnen. Genau, wenn du es so entscheidest. Ne? Ja, also, aber das ist natürlich eine große Bürde, das nachher aufzulösen. Und spätestens, wenn da zum Beispiel mal, also mittlerweile sagt meine Mama zum Beispiel zu mir, dass sie stolz auf mich ist. Die hat früher nie gesagt, es war immer zu wenig. Und mittlerweile, sie macht sich zwar Sorgen, aber sie ist trotzdem froh, dass ich meinen Weg gehe und findet das wirklich krass. Und das kann sie auch nur so empfinden. Also, ich weiß noch, wo wir uns so angenähert hat, war das eher so, na, wie kannst du jetzt unterwegs sein? Keinen ordentlichen Job, ne? Man muss da arbeiten gehen, 40 Stunden die Woche und so. Das hat sie total abgelegt. Sie ist zwar immer noch nicht fein damit, wie ich zum Beispiel finanziell agiere, weil sie da eine ganz andere Prägung hat und eine ganz andere... Sicherheit wahrscheinlich. Ja, Sicherheit. Für mich existiert diese Form der Sicherheit ja nicht. Meine Mama hat es aber durch viel Arbeit tatsächlich geschafft, sich da finanziell, würde ich jetzt so behaupten, abzusichern. Da bin ich jetzt noch nicht, aber das hängt einfach mit so vielen Dingen zusammen. Und das ist auch okay so. Und sie kann selbst das mittlerweile annehmen. Natürlich macht sie sich immer Sorgen. Das Thema Sorgen machen kannst du den Eltern unglaublich schwer nehmen. Das muss man, also man kann es den Eltern auch nicht nehmen, um es mal so zu formulieren, das müssen die selber irgendwie hinbekommen. Und das müssen die nicht hinbekommen, indem man als Kind zeigt, wie gut man es drauf hat, sondern das ist wirklich ein Thema der Eltern. Ja, stimmt. Und meine Mama, die schule ich da auch immer wieder in die Richtung, wenn es dann wieder so anfängt, wenn sie dann wieder anfängt, so extrem an mir rumzuzerren, nennen wir es mal so, im Sinne von, ja, aber ich mache mir doch jetzt Sorgen und du musst doch jetzt das und das. Nee, Mama, nee, ich muss hier gar nichts. Die Sorge liegt bei dir. Und wenn du es nicht schaffst, in irgendwas reinzuvertrauen, wirst du auch mir nicht vertrauen können. War ein dicker Brocken für meine Mama. Ab und zu kommt es noch durch, dass sie so sagt, oh, jetzt mache ich mir aber wirklich Sorgen. Ja, und dann kann ich nur sagen, ja, also du kannst, ich sag dir immer, du kannst doch deine Sorgen haben, aber sag's einfach mir nicht in jedem zweiten Satz so, weil das macht es jetzt irgendwie auch nicht besser. Ich so, muss jetzt durch. Das ist jetzt, wie es ist. Stimmt. Ich halte die Situation aus und du kannst nicht alles vorweg. Also bei dem Lebensstil ist ja Thema Sicherheit sowieso so ein krasses Thema. Bei unserem, meinst du? Bei diesen eher wenn du sich im Van lebst. Ja, auch für diese Sonnenseite des Lebens sich zu entscheiden und diesen gegen das System zu gehen, dann kannst du es sowieso niemandem so richtig recht machen, weil du ja dieses System aufbrichst. Ja. Und es gibt noch keine Strategie da drin, die irgendwie schon seit Jahrzehnten erprobt ist, Ganz die genau. funktioniert. Na, kleine Moja. Warum es da auch schwierig ist, da überhaupt Sicherheit reinzubekommen, außer das Thema Vertrauen, ne? Und das müssen die dann einfach mit einem aushalten. Punkt, aus, Schluss. Es gibt da nichts, was man denen entgegensetzen kann, wo man sagen kann, guck mal, das ist das Thema Sicherheit. Hier hast du die Lösung, jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen. Gibt es nicht. Na, außer die Vergangenheit. Also ich kann meine Eltern, meine machen das dann natürlich auch, ja, dass sie denken, oh Gott, alleine im Van und fahr vorsichtig und surf nicht so viel und das ist ja alles so gefährlich. Aber ich zeige ja auch, na, aber guck mal, es geht schon seit 1,5 Jahren gut. Oder nicht seit 1,5, nicht ganz, aber ne, also es passiert, oder ich war ja auch schon Fernreisen alleine vorher. Ich bin ja nicht in den Van und dann plötzlich reise ich. Also ich habe die so peu à peu, glaube ich, dran gewöhnt. Eigentlich kann man ihnen auch manchmal sagen, naja, aber guck mal, bis hierhin lief es doch ganz gut. Ich habe ja ein Tattoo, das sagt, bis hierhin lief es noch ganz gut. Das steht auf meiner Haut. Lass ich mal kurz raus. Ich muss mal das Bein hochnehmen. Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. So. Ich tue mal ganz kurz, ich mache sie mal ab und mache dann mal kurz die Tür zu. Ja. So, muss ich rausschneiden. Ja. Ist doch ein guter Moment. Vielleicht muss man mal polieren. Ach Quatsch, ist noch nicht so dran. Ich frage mich dann halt immer, muss man es den Eltern wirklich noch beweisen? Mit Ende 30? Nee. Nö, aber ich glaube, manchmal beweise ich es vielleicht auch mir selbst ein bisschen, ne?
Also klar, mich macht das schon. Ich meine, ich habe mit Ende 30 angefangen zu surfen und manchmal beweise ich es mir ein bisschen selbst. Wenn du mal eine richtig geile Welle hast, dann denkst du im Nachhinein so, krass, wie hast du das gemacht? Und das ist schön. Also es ist schön. Ich kann mich dafür auch dann loben irgendwie. Nicht nur, dass das Gefühl an sich ist natürlich schon geil, dieser Adrenalinkick und auch dieses, du hast ja nach dem Surfen, es ist ja ganz extrem, weil das Adrenalin dann in so Endorphine umschlägt und du bist ja erstmal total, man nennt das ja so, ich glaube, die Surfer sagen stoked oder was, ne? Und ich weiß genau, wie sich das anfühlt und das ist ja schon dann Belohnung auch, ne? Und da bin ich dann schon auch stolz auf mich. Aber ihnen beweise ich es nicht, glaube ich, aber ich glaube, mir selbst vielleicht manchmal schon ein bisschen, ne? Weil ich will dann vorwärts kommen, ne? Auch mit anderen Sachen im Leben bin ich dann schon so, lieber vorangehen, als jetzt hier lange drüber nachdenken. Ins kalte Wasser, ne? Ich glaube auch, dass es die Intensität der Sorgen der Eltern damit zusammenhängt, wie sehr du selber davon überzeugt bist, was du kannst. Kann gut sein. Wir spiegeln das ja auch miteinander. Na ne? klar, wenn du da reingehst und sagst, ja, ich weiß jetzt nicht so richtig, ist das der richtige Weg, mache ich das, ich weiß jetzt noch nicht, wo es hingeht. Stimmt. Dann fangen die auch mega an zu strugglen. Ja, zu wanken, ja, total. Dann geht das so los, ja, scheiße, das Kind weiß nicht, in welche Richtung es laufen soll. Und dann geht dieses, ich muss helfen. Das ist genauso mit Freundschaften so. Wenn du da immer so ein bisschen wankst in deinen Entscheidungen, dann ist es ja auch so, dass die Leute dann dir es weniger zutrauen. Wenn du aber einfach dir denkst, so, mach ich halt, Punkt, ciao, dann hast du das viel weniger und dann kriegst du auch von deinem Umkreis viel weniger gesagt, so, willst du das wirklich machen? Bist du dir sicher? Absolut. Was heißt denn, ja, ne? Also, Eine Haltung, eine klare Haltung kann ja auch ein bisschen Struggle mit beinhalten, aber eine klare Haltung schafft Sicherheit nicht nur in dir natürlich, sondern auch im Außen. total. Spannend. Ja, die große Reise, das spannende Thema. Das an Tag 2 bist du schon so, also so weit sind wir eigentlich gar nicht gefahren jetzt am ersten Reisetag, ne? Aber du hast ja, glaube ich, ja gut, du wirkst schon so, als hättest du viel Zeit gehabt auf der ersten Autofahrt. Ja, waren Darüber 5 Stunden. Ja, also wir reisen ja alle auch schon sehr, sehr viel länger und die Prozesse laufen ja immer. Also ob man nur im Auto sitzt, im Kilometer schrubbt oder in der Welle sitzt wie du oder am Strand rumläuft wie ich oder da läuft es ja. Also der Kopf wird freier, die Gedanken werden freier, die Gedanken verändern sich auch durch andere Einflüsse von außen. Warum man ja, glaube ich, ich glaube auch bei mir, das ist auch der Grund. Also Deutschland war mir irgendwann es war mir da irgendwann alles zu kompliziert und wiederum zu einfach dadurch. Also du wusstest irgendwie, wie das alles abläuft. Die Leute sind alle immer am Rumschimpfen. Du kennst dieses ganze Spiel schon, ne? Und es war mir echt irgendwann zu viel und zu langweilig. Ja. Also beides irgendwie ganz komisch, ne? Ja. Trifft's gut. Und unterwegs zu sein, andere Konzepte kennenzulernen. Und da muss man jetzt nicht nach Asien reisen, da reicht jetzt tatsächlich auch schon Spanien, um da einzutauchen, wenn man Zeit hat. Also in einem 14-Tage-Urlaub kriegst du spanische Lebenskultur jetzt nicht so mit, aber wenn wir, wie wir jetzt da einfach mehrere Monate sind und wirklich eintauchen dürfen, ist das alleine schon in den Kleinigkeiten eine absolute Inspiration, wie die Leute da mit dem Leben umgehen, wie die das feiern, wie die ihr Leben meistern. Ist ja auch da nicht immer alles nur Sonnenschein. Überhaupt nicht. Also allein schon jetzt auch die finanziellen Seiten. Es ist schon etwas schwieriger in Spanien auch ausreichend Geld zu verdienen. Ne? Also genau, aber das hast der du ja in Umgang, Deutschland weniger. Ja. Das stimmt, weil du ja noch dieses Konzept der Arbeitslosigkeit und so hast. Wobei in Deutschland das ja die Leute noch überhaupt nicht dankbar dafür sind. Also da heißt es ja dann eher, es ist alles viel zu wenig, was ich auch verstehe, aber man muss da kämpft man sich irgendwann raus. Eine andere Haltung denen gegenüber zu haben. Überleg mal, wenn die Spanier plötzlich dieses Geld zur Verfügung hätten monatlich, was da los wäre. Krass, ne? Ja, ich habe ja so meine Theorie über Leute mit Geld. Also man soll ja nicht mal alles so verallgemeinern, aber ich habe immer so das Gefühl, Leute, die richtig viel haben, sind eigentlich am geizigsten. Ja. Ich kenne das super, super oft, erfährst du irgendwie, du gehst mit Leuten ins Restaurant und die erzählen dir im Restaurant, dass sie gerade 500.000 in einem Haus investieren und wahrscheinlich davon ein Fünftel anbezahlt haben, aus der
Portokasse oder keine Ahnung. Aber dann, wenn du die Rechnung bekommst, dann wollen sie die 33,10 € genau von dir haben. Und ich habe eigentlich eher das Gefühl, alle Menschen, die ich um mich rum habe, vor allem auch Menschen, die im Van leben, die scheren sich da nicht drum, ob sie mal 1 € mehr bezahlt haben als du. Oder teilen ihr Essen, was sie, also als ob, wenn es weniger Geld da ist, als ob das dir dann auch vielleicht weniger bedeutet. Also mir fällt das total leicht, da mal einen Kaffee und ein Frühstück für jemanden zu bezahlen. Dafür muss der das auch nicht bei mir schon vorher gemacht haben. Und ich habe eher das Gefühl, viele Leute, die solche großen Sachen dann auch finanzieren, dass die ehrgeizig werden, weil sie vielleicht sich mehr Sorgen machen oder... Und dann denke ich so, wow. Also ich bin ganz straight, meine Theorie ist, dass die Deutschen sehr geizig sind, extrem. Da auch, ob die nur viel oder wenig Geld haben oft. Es ist auch geschichtlich begründet tatsächlich eine absolute Mangelgesellschaft. Also ich habe das Gefühl, Deutsche leben immer im Mangel. Die haben immer zu wenig von allem. Gutes Beispiel dafür ist, was mich auch oder viele Leute echt in den letzten Wochen aufgeregt hat, da wo ich war, gibt es Samstagmorgen immer so einen Markt. Ja. Da kommt ein Bauer, der dort seine Sachen zur Verfügung stellt, von Eiern, frisches Gemüse und so Honig und alles, was er so mitbringt. Er bringt wirklich viel mit. Kistenweise bringt er die Sachen mit. Und es war so, dass es hieß so kleiner Lokalmarkt. Es war ein Bauer, ne? In Spanien ist das gleich ein Lokalmarkt. Aber da sind die ganzen Expats gekommen, die in dem Ort ja leben, die ganzen Deutschen. Es standen nur Deutsche schon 15 Minuten vor Eröffnung des Marktes vor dem Tor mit ihren Riesenbeuteln und haben gewartet. Okay, ich kann das erzählen, weil ich auch immer so früh da war. Typisch deutsch. Ich wollte gerade sagen, woher weißt du? Ja, genau. So, und dann stehst du da. Und ich fand es schon super unangenehm mit diesen ganzen Deutschen. Wirklich ausschließlich Deutsche. Die Spanier kommen ja alle eine halbe Stunde später. Ja. Stehst du da vor dem Tor, dann machen die das Tor auf. Ich erkläre mal kurz die Situation, es war wirklich irre. Dann rennen die da alle rein, stellen sich in Reihe. Der Bauer guckt schon, schüttelt mit dem Kopf, weil er denkt, was ist denn hier los? Und dann, wenn die fertig aufgebaut haben, heißt es halt und go. Und die Deutschen rennen wirklich los, als hätten die wochenlang gehungert. Die packen sie, wirklich, es war unglaublich. Ich war da 2-3 Mal und ich hatte es so satt danach. Weil du musst dir diese Situation, da stehen halt so knapp 20 Leute waren es am Ende. Die stehen da, trapsen schon mit den Füßen, weil die denken, wann geht's endlich los? Dann schnappen die sich die größte Bananenkiste, die da irgendwo rumsteht und packen sich so viel Zeug in die Kiste, dass der Rest kaum noch was hat. Wenn man die dann fragt, warum die so viel mitnehmen, weil nächste Woche ist ja wieder dieser Markt, ja, wir essen ausschließlich nur dieses Gemüse. Und dann gucke ich die an und sage, ja, vielleicht nicht nur ihr. Ja, es ist so schön günstig, deswegen kaufen wir immer hier ein. Ich so, ja, das will der Rest halt auch. Der letzte Moment dort auf dem Markt war, ich war dann nur noch zum Kaffee trinken da und Leute treffen, weil mich dieses Gebären dort, dass Deutsche glauben, dass sie verhungern. Die haben sogar einem Kleinkind das Bund Möhren aus der Hand gerissen, obwohl die schon 3 Stück in der Kiste liegen hatten, um sich Saft zu machen. Das Kind hat fast geweint. Weil quasi, du nimmst ja dein Kind mit und sagst, hey, leg mal das in den Korb, das in den Korb. Ja, das war wirklich eine Situation. Dann kam so eine Uschi, Entschuldigung, aber eine Uschi kam und meinte dann so, nee, das brauche ich. Und wirklich hat dem Kind das Bund Möhren aus der Hand gerissen. Und ich stand daneben entsetzt, wirklich entsetzt über dieses Verhalten. Und du musst dir mal vorstellen, Bananenkisten sind ja wirklich groß. Da passt wirklich sehr viel rein. Und die stapeln das, bis das wieder rausfällt schon aus der Kiste, weil du zahlst halt, das ist ja kein Geheimnis, 12, 13 € nachher für so eine Kiste ist nichts. In den südlichen Ländern, ich habe es schon ganz oft betont, sind Märkte etwas für die armen Leute. Es ist wirklich so. Nur in Deutschland ist dieses Konzept von Bio, Gemüse und Obst das für die Reichen. Ja. In den südlichen Ländern sind es immer die armen Leute, die dahin einkaufen gehen. Und das ist wirklich, ich sag dir, pass auf, also dann rennen die alle los, packen sich die Kisten voll und dann steht da eine Schlange zum Bezahlen, da stehst du eine halbe Stunde. Weil das so viel Zeug ist, was die da wegschleppen. Und ich sag dir, ich habe da beim ersten Mal mitgemacht und ich war so schockiert. Ich war wirklich schockiert. Ich stand so da und habe mir gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Selbst hier im Süden habt ihr Angst. Also wieso? Warum macht ihr das? Die Spanier kommen dann so eine halbe Stunde später und suchen sich halt so den Rest aus den Kisten raus, wenn es überhaupt noch was gibt. Und ich habe
also wirklich, das hat so gut gezeigt, dass die Deutschen hart im Mangel sind. Die schaffen es wahrscheinlich noch nicht mal, das alles zu essen. Weil machen wir uns nichts vor, wenn es frisch aus dem Garten kommt, hast du 2-3 Tage Zeit, um das zu essen. Wenn überhaupt. Und das war so wirklich schockierend für mich und auch für viele andere im Übrigen. Da wird sich um das Zeug geprüft. Die Spanier kommen dann, die geben dir auch noch was ab von ihrem Zeug. Ne? Wenn du hingehst und sagst, oh Scheiße, ich wollte jetzt auch noch 3 Kartoffeln, dann teilen die halt ihre. Ne? Ja. Die Deutschen würden das niemals machen. Das tut mir wirklich leid, dass das jetzt so krass Schublade ist. Ja. Aber auf dem Markt ist es einfach nur ekelhaft. Und dann sitzt du irgendwann, also wenn ihr das irgendwann hört, seid mir nicht böse, aber dann sitzt ihr in einem Café, auch mitbekommen. Kurz danach sitze ich da zu einem Local Café, sitzen die Deutschen, da wussten die noch nicht, dass ich Deutsch spreche. Da unterhalten sich so Uschi und Co. darüber, tut mir jetzt wirklich leid, das soll gar nicht so beleidigend klingen, aber dann sitzen die so da und sagen, oh, also der Markt am Samstag, da kommt ja immer mehr hin und ich habe da das Gefühl, dass überhaupt nicht mehr ausreichend Obst und Gemüse kriegt. Und das sind die sich nachher die Bananenkiste dort wirklich bis zum Erbrechen vollpacken. Und es war so abstrus, aber das hat mir so die letzten Wochen, hat mir das irgendwie so, also ich war da jetzt insgesamt 3 oder 4 Mal und ich hatte noch immer weniger Lust dahin zu gehen, weil das wirklich so verrückt war. Also es war so 20 Leute, die dann mit voll prallen Kisten dort dastehen, dann da bezahlen und wirklich bis auf den letzten Scheiß da die Kisten ausräumen. Und dann kommen die Spanier und ich denke mir so, ey, ich lasse doch gerne 3 Sachen liegen, damit einfach jeder auch was davon hat. Ich muss doch nicht... Okay, genug aufgeregt. Aber ich gönn's ja dem Bauern, ne? Der kommt mit einem leeren LKW, fährt er dann wieder zurück. Das ist richtig, aber der ist auch mittlerweile echt... Also der weiß gar nicht mehr, wie er das handeln soll. Die Spanier sind ja einfach auch maßlos überfordert mit so einer Situation, weil die das überhaupt nicht kennen. Diese Gier und diesen Neid auch dann untereinander und dieses... Also es ist wirklich, also das habe ich noch nie erlebt, das System. Da werden ja auch Leute tatsächlich vorgeschickt, die packen erstmal die Dinger voll, dann stellen die da an die Seite, da stehen noch so ungefähr 15 Tüten am Rand, die dann später abkassiert werden. Also die gehen, überleg dir das mal, die schicken jemanden hin, der 3 Tüten vollpackt, die dann auch bezahlt werden, dann kommt die irgendwann später erst. Ne? Der Deutsche kommt dann erst später und holt seine fertige Tüte ab. Das ist so... Also wenn du auf jeden anderen Markt läuft das alles immer super easy ab und dort ist irgendwie, das ist ganz merkwürdig. Und ich glaube, der Bauer, weiß ich nicht, wie wohl der sich da drinnen fühlt. Klar freut er sich, das zu verkaufen. Aber man merkt voll, da sind 3 Leute mit dabei, die nachher abkassieren. Die haben da 3 Kassen stehen, das musst du dir mal überlegen. Damit die halt diese Masse... Ja, das ist für den purer Stress. Und die Spanier mögen Stress nicht. Nee, ich weiß, ja. Das ist auch, ich finde das auch total schön. Also du musst da, wenn du ein ungeduldiger Mensch bist, dann musst du natürlich dich daran gewöhnen. Aber ich finde das eigentlich ehrlich gesagt total entspannend, dass du an der Kasse am Supermarkt nicht so getrieben wirst die ganze Zeit. Weder von der Person an der Kasse noch von dem Menschen hinter dir. Maximal von dir selber. Eventuell, aber ich... Weil du das noch in dir drin hast, so aus Deutschland, schnell die Tüte zusammenpacken. Ja. Weißt du, an der Kasse passiert sogar oft, dass wenn du dann das halt machst in deinem Tempo, dass die dir helfen. Aber die helfen dir nicht, damit du dich schnell verpisst. Nö, weil sie nett sind. Genau, weil sie nett sind. Und dann machst du ein bisschen Smalltalk. Ich habe ja viel Spanisch jetzt auch gelernt in den 5 Monaten. Und ich liebe das. Ich liebe das zu Smalltalken. Das ist so nett und keiner hinter dir oder vor dir. Selbst mit der Person hinter dir fängst du an zu Smalltalken. Und es ist auch so, ich habe mal einen super schlauen Spruch gehört, der ist, Dinge mit geringer Bedeutung solltest du schnell erledigen und Dinge mit großer Bedeutung solltest du langsam erledigen. Und irgendwie hat mir das so beigebracht, dass Zeit eigentlich nicht wichtig ist. Die Zeit da im Supermarkt, das ist nicht wichtig. Die 1 Minute, die du sparst, wird dir nicht den Tag retten. Du kannst auch 1 Minute länger dort brauchen. Das ist genauso wie 100 fahren statt 130. Ja? Wir sollten Zeit nicht mehr in... Warte mal, ich habe letztens so einen Spruch gelesen. Den muss ich jetzt einmal vorlesen. Ja, den musst hol du ihn mit raus. Reinnehmen. Unbedingt. Den habe ich gestern in irgendeiner... Den musst du so mit reinschneiden. Warte. Ich habe mir den extra aufgeschrieben. Zeit darf man nicht in seiner Länge bemessen, sondern in seiner Fülle. Ah, perfekt. Und weißt du was? Ich habe danach gute Laune. Passt genau darauf, auf die Story. Ich habe danach gute Laune. Die Kassiererin, der Kassierer, wir hatten ein nettes Gespräch. Ich habe wieder ein Wort gelernt. Die Person freut sich, dass der Ausländer, die Ausländerin da mal sich ein bisschen Mühe gibt, sich auch irgendwie in die Kultur reinzudenken. Freut sich so sehr. Über die Sprache. Ja. Und alle sind irgendwie happy da aus dieser Situation raus. Und ich finde das eine sehr schöne Lebensart, die Dinge einfach
ein bisschen entspannter anzugehen. Und ich kenne das ja selber von mir, wie mein Herz anfängt zu rasen, wenn du getrieben wirst. Und ich finde, wir sind in Deutschland eine sehr getriebene Gesellschaft, also auch was so Arbeit betrifft. Leistungsgesellschaft, Da massiv. habe ich echt Angst, ne? Wenn ich dann wieder mal im Büro, ich arbeite ja nicht mehr viel im Büro, aber wenn du dann mal wieder da bist und alles geht so zack, 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 zack und Effizienz in jedem Moment. Und das hat mir auch Spanien extrem abgewöhnt. Ja. Keine Effizienz mehr. Ja. Das klingt erstmal ganz komisch. Das löst auch in mir, wenn ich das schon alleine sage, auch so ein Unwohlsein aus. Ganz komisch. Aber dadurch eben mehr Zeit für schöne Sachen. Ja. Und das verändert sich. Und das muss sich verändern, finde ich. Es muss sich verändern, weil Effizienz ist nichts, was dich auf Dauer glücklich macht, was dich auf Dauer gesund hält. Ja. Oder was in irgendeiner Art und Weise eigentlich strebsam sein sollte. Ja. Das habe ich für mich irgendwie gecheckt. Klar muss jeder für sich das irgendwie definieren, aber per Definition kann man definitiv sagen, dass das nicht gesund ist. Nein. Effizienz. Ne? Und viel, immer mehr. Immer mehr, immer mehr. Es ist nicht mal unbedingt die Auch Effizienz, sondern es ist diese Gier. Ja, auch die Gier nach Steigerung, ob das deine Arbeit ist. Und wir kommen wieder zu dem Punkt, Mangelgesellschaft Deutschland. Ja. Weil es entsteht ja, warum entsteht sowas? Aus Mangel heraus. Und den Mangel, der entsteht gesellschaftlich, der entsteht in deinem Kopf, der entsteht durch das Umfeld. Ja. Eigentlich woher entsteht kommt dieses Trauma? Ich meine, das ist Kriegstrauma. das muss ja aus dem Krieg kommen. Okay, wenn man jetzt, ich komme ja aus der ehemaligen DDR. Und mein gut, da war es wirklich so, dass du für Sachen anstehen musstest und dann waren sie leer. Aber das betrifft irgendwie 10% der deutschen Gesellschaft. Ja, die restliche haben ja gar niemals im Mangel gelebt. Ja, aber also, es braucht also tatsächlich, ich habe mich da mal eingelesen. Das ist jetzt auch so gefährliches Halbwissen, ne? Aber ich hatte es jetzt auch nicht mehr so wiedergegeben. Aber es ist tatsächlich die Generation unserer Großeltern, waren halt Kriegsgeneration. Und bis sowas sich rauswächst aus Generationen, dauert es, glaube ich, 4 bis 5 Generationen. Schreibt mir gerne das Gegenteil in die Kommentare, wenn ich jetzt was Falsches sage. Aber wirklich, das braucht mehrere Generationen. Auch wenn wir das nicht erlebt haben, haben ja trotzdem unsere Großeltern uns das zu Teilen mitgegeben. Der eine mehr, der andere weniger. Und bis sich das wirklich rauswächst, guck mal jetzt, die Generation Z, oder wie heißt die jetzt? Diese Gen ganz Z? jungen. Sind es noch die Gen Z? Weiß ich gar nicht. Oder die davor, die jetzt zum Beispiel die Arbeit revolutionieren. Wo die Alten alle da sitzen und sagen, ja, die haben ja alle keinen Bock mehr zu arbeiten, die wollen ja nur eine 30-Stunden-Woche, bla bla bla. Die sitzen, aber die machen es eigentlich genau richtig. Ja. Die räumen es auf. Ja, Und guck mal, wie lange das gedauert hat. Stimmt. Und das ist so dieses Spannende. Leider kann man jetzt nicht sagen, die eine Generation hat das erlebt und es bleibt in der Generation. Und danach kommt eine neue, die machen es einfach anders. So läuft es leider nicht, sondern das muss sich so rauswachsen. Ja, das stimmt. Ne, über die Zeit. Also wie so eine ungeliebte Haarfarbe. Das braucht auch eine Weile, bis sie aus den Haaren raus ist. Und so ist es eigentlich mit den Generationen. Und das ist sehr spannend. Es braucht halt da natürlich wieder ganz wache und sensible Menschen und Bock darauf, wirklich was zu verändern und anders zu sehen und diesen Mut aufzubringen, in einer Gesellschaft zu sagen, ich sehe das anders, ist halt, also auch was wir machen, ist ja was, wir entwickeln die Gesellschaft anders, weil wir was anders machen. Ja. Und warum gehen nicht so viele los? Weil sie den Mut nicht haben oder das Ganze nicht sehen. Es gibt halt immer nur einen Teil, die das verändern. Und das dauert halt dann ein Stück, bis das der kleine Teil zu einem größeren wird. Es braucht ja nicht alle, die das machen, aber es braucht einen kleinen Teil, der losgeht. Ja. Und dann wird es immer mehr. Also im Idealfall werden die guten Sachen mehr, leider auch die schlechten. Aber genau, das braucht's. Das braucht einfach oft ein bisschen Zeit. Aber Vanlife ist auch unbequem. Ne? Also ich glaube, man stellt sich das nicht so vor, wenn man das auf Instagram nur beobachtet. Aber das muss einem schon klar sein und du musst viele Routinen, muss man irgendwann einfach loslassen, weil sonst das Leben zu unbequem ist. Ja, also wenn du jemand bist, der jeden Tag 20 Minuten duscht, das ist irgendwann im Vanlife einfach da muss man irgendwann so ein bisschen anfangen, das zu lernen, dass all diese Sachen nicht wichtig sind. Oder ich kann zum Beispiel, ich habe ja keinen Kühlschrank, ich kann zum Beispiel eben nicht bei dem Bauern mir eine riesen Kiste frische Sachen kaufen, sondern ich muss die Einkäufe so timen, dass sie leer werden. Und deswegen finde ich dieses Unbequeme, das ist schon ein super spannender Lebensstil, weil du flexibler wirst. Dann hast du eben mal 3 Tage keine Dusche oder du hast auch mal 2 Tage kein frisches Obst, weil du keine Zeit hast, es zu besorgen. Oder ich habe auch momentan nicht so viel, sage ich mal, Brauchwasser, weil ich keine Zeit hatte, weil ich eben von der Fähre gepurzelt bin, von Fuerteventura hierher. Also... Läuft weiter. Oh, Batterie.
Was ich aber gelernt habe ist, ich finde, das ist so ein Gegenentwurf zu diesem Mangeldenken, dass du eigentlich viel weniger hast, aber es sich viel mehr anfühlt. Was hat's dir jetzt? Mal kurz Akku. Der sagt schon rot, Ja, nicht, ja, dass ja. es ausgeht. Ich sehe es gerade nicht. 47 Minuten. Ja. Wir müssen aber noch ein Intro machen, weil sonst fällst du so in dieses Gespräch. Und kleine Vorschau für dich. Also wenn du dann ein paar Jahre mal Vanlife gemacht hast, wie ich, Ja. aus diesen Unbequemlichkeiten wird es nachher irgendwann richtig bequem. Ja, ist bei mir schon längst so. Oh, Ich bin ja so entspannt mit den ganzen Themen. das, was sich am Anfang Ja. so super anstrengend anfühlt, du checkst ja irgendwann, dass dieses Anstrengende, dass du das vereinfachen musst. Genau, du vereinfachst es alles. Genau. Und ja. wenn du irgendwann an dem Punkt bist, wo du sagst, ja, mir doch egal, gehe ich halt nur einmal die Woche duschen, wo Ja. ich jetzt bin, ich wasche mich zwischendurch Ja, genau. oder spüle mich mal mit klarem Wasser ab, aber einmal die Woche duschen reicht mir. Also Reicht, mit ja. Seife und warmem Wasser. Genau. Ähm, So volles Programm. Genau so, also wirklich porentief rein, Den sozusagen. Rest mach ich mal Aber so guck mal, wie zwischendurch. schön einfach das ist. Ich muss nur Eben. noch einmal die Woche organisieren, irgendwo Ganz genau. hinzugehen. Ja. Es gibt ja 1000 Möglichkeiten, um duschen Ja. zu gehen. Einfach. Und das ist so schön einfach. Ja. Ich Und finde das, auch, ja. Und das liebe ich da drin. Diese Vereinfachung, das auch annehmen zu können und Ja. das auch zu leben, weil diese Vereinfachung im normalen Leben so viel Raum schafft im Außen. Dann kann ich halt mal mit Martha an der Kasse im Supermarkt Ganz genau. Smalltalk halten. Es schenkt dir Zeit. Genau. Es schenkt dir Zeit. Und auch zum Beispiel, wie ich abwasche. Ich brauche so wenig Wasser, um abzuwaschen. Es ist unglaublich. Und es geht auch schneller. Und weil ich eben auch wenig Wasser habe und weil ich natürlich nicht alle 2 Tage an irgendeine Tankstelle fahre und dann irgendeinen Tank auffülle, das fühlt sich wie Zeitverschwendung an. Dann brauchst du plötzlich nur noch so wenig und das ist dann sogar noch nachhaltig. Also wir werden ja immer angemeckert mit unseren Dieselmotoren hier, aber ich muss mal sagen, ohne eine eigene Wohnung und so viel fahren wir jetzt auch nicht hin und her, sondern wir beide, würde ich ja sagen, sind ja gar nicht so eine richtigen Reisenden mehr, sondern wir fahren halt an einen Ort, ne? Das ist immer eine relativ lange Zeit, die man dann dort ist. Und dann fährt man halt irgendwann mal weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier 30.000 Kilometer in 5 Monaten, im Gegenteil. Selbst wenn die 30.000 fahren viele zu ihrer Arbeit und Ja. wieder zurück in 5 Monaten. ja. Also ich finde es immer schwierig, dieses Abwägen, aber prinzipiell finde ich, man kann es leider auch nicht mehr pauschalisieren, dass Vanlife nicht so ökologisch furchtbar ist, weil wenn du jetzt jemanden hast, der wirklich alle 2 Tage 150 Liter pumpen Ja. muss, weil er halt eben jeden Abend warm duschen will, dann ist es auch nicht mehr ökologisch. Aber Stimmt. guck mal, King Klo mit Spülung, allein das Wasser spart man. Stimmt. Und das ist eine Menge. Oh, das ist unendlich Ja. viel. Dann das wenige Duschen ist das, dann was man auch so noch verbraucht. Also ich verschwende auch überhaupt kein Wasser mehr. Genau. Ich trinke es dann und mein Hund. Und auch sonst gut, Müll lässt sich schwer vermeiden. Wie überall, gerade in Spanien, quasi fast unmöglich, hier müllfrei Ja. zu leben. Aber Aber du hier kannst es gut trennen in Spanien. das und du kriegst es gut los. Ja. Viel einfacher als in Deutschland übrigens. In Deutschland gibt es ja nur private Mülltonnen. Und Ich hier bin wirklich, also es wird gibt's nur Spanien. öffentliche Also du kannst Mülltonnen. in Deutschland maximal so Raststätten anfahren, die haben noch große Mülltonnen, wenn du mal mehr hast. Ansonsten ist in Deutschland alles klein packen und in die kleinen Mülltonnen stopfen. Ja, und zwar unauffällig, weil die gehören dir ja nicht. Richtig, aber ich glaub mir, auf Sardinien ist es noch schlimmer. Da findest du Ja? wirklich überhaupt keine Mülltonne. Nicht mal die kleinen gibt es dann im Winter, weil die alles abbauen. Ja, also es ist wirklich für mich, ich weiß jetzt nicht, ob ich es die nächsten 20 Jahre mache, aber ich mache es auf jeden Fall noch die nächsten 5, das weiß ich. Es ist einfach so ein Ja. schönes, intensives Intensives und Leben. einfaches. Und einfaches Leben. Und das mag ich sehr, weil mir das ganz viel Space für Ja. die, wie ich finde, wichtigen Sachen im Leben, also muss ja jeder für sich definieren. Wenn jemand wirklich wichtig findet, keine Ahnung, jeden Abend heißt es duschen 20 Minuten, dann soll er sich Klar. das behalten. Aber für mich ist das halt alles nicht mehr wichtig. Für mich ist viel wichtiger, draußen zu sitzen, der Draußen Natur zu sitzen. lauschen, Ja. mal die Füße ins Wasser zu halten, Salzluft zu schnuppern, Sand. Sonnenuntergänge. Oh Gott, das ist sowas Großartiges. Es ist so kitschig, aber es ist so großartig. Es ist immer gut. Sand an den Füßen, oh, ich lieb's. Sand, barfuß gehen. Oh, ja. Und auch dieses einfache Essen. Mm. Dieses so, du bist so nah an dem allen dran einfach, ne? Es ist alles so unmittelbar. Also ich werde es auch erstmal nicht ändern. Nee, also das auf gar keinen Fall. Es ist einfach so einfach schön. Ja. Und das,
Also ich muss sagen, da bin ich wirklich sehr froh drüber, froh drüber, dass ich mich da rausgekämpft habe. Ich war ja auch lange im System drin, in dem deutschen System. Man muss immer auch das benennen, also nicht nur in einem System. Ich bin ja auch jetzt in einem System, aber in dem deutschen System. Und ich merke, wie oft ich jetzt einfach anders denke und sehr viel einfacher denke und dass die Lösungswege so kurz und schmal hält. Das ist so toll, dass da drumherum ganz, ganz viel Luft entsteht. Oder ganz viel, nicht Luft, sondern Raum entsteht für andere für mich wichtige Sachen. Und die Wichtigkeit in Sachen hat sich auch komplett verändert und darüber bin ich sehr froh. Ich hatte so einen Putzfimmel, als ich noch Wohnungen hatte. Da habe ich so viel Zeit investiert, ne? Meine Wohnung sah ja immer aus wie so eine Ikea-Einrichtung. Da war ja auch nichts, ne? Also viel Zeug hatte ich nie, aber Möbel. Und warum hast du so viel geputzt? Ich kenne das aus meinem Elternhaus. Meine Mutti ist wirklich eine saubere Person. Da musste, also wenn ich hier bei denen bin, das ist das Einzige, was immer ein bisschen anstrengend ist. Dann versuche ich immer schnell alle Krümel wieder. Weil mittlerweile bin ich ja so, ich habe ja alle nur noch, meine Klamotten sind voller Essensflecken und alles, weil ich aufgehört habe, darauf zu achten. Und, aber früher, als ich noch eine Wohnung hatte, da war nie Staub. Ich war zweimal die Woche, alle 2 Tage Staub gesaugt. Und das bin ich los und das finde ich richtig geil. Das gibt dir so viel Freiheit und so viel Zeit. Das hat gestresst. Und das brauchst du im Van nicht. Mein Van sieht aus, ich habe den natürlich noch nicht geputzt seit Fuerteventura. Da ist drinnen so viel Sand und draußen so viel Sand. Aber ich mache es irgendwann schon. Ne? Ich wollte den Sand auch noch nicht rausputzen. Ja, vielleicht wollte ich ihn noch behalten. Also es gibt ja so Menschen, die man so trifft, die dann den ganzen Tag nur am Kern sind, die Schlappen für ihren Van haben und so. Und ich bin ehrlich, ich mag den Sand in meinem Van. Ja, ein bisschen was hast du hier. Und da ist noch Geld unter deinem Sinn. Ach schön. Siehst du, so ist doch wirklich in einem Reichtum lebe ich. Und Hundehaare, ganz schlimm. Und Hundehaare. Aber ja, das ist schon wirklich ein sehr, sehr feines... Ja. Es ist nicht viel Geld, falls ihr jetzt hier einbrechen wollt, es sind nur 20 Cent. Ja, was kann man denn abschließend zu diesem wunderbaren, ungeplanten. Also mein Fazit zum Thema Vanlife ist, dass es dich sehr flexibel macht und dadurch frei. Das habe ich so in den letzten 17 Monaten gelernt. Das stimmt. Und das liebe ich. Ich liebe dieses Freie in mir mehr, als ich vorher gefangen war in meinen Strukturen und meinen Routinen. Ich habe sehr viel Routinen abgelegt. War das schwer? Nö. Okay. Na gut, ich habe 2,5 Quadratmeter ohne Stehhöhe. Alle quatschen nicht immer voll. Warum hast du keinen Kühlschrank? Warum hast du keine Stehhöhe? Und ich musste so oft denen sagen, ich brauch's nicht, weil es stimmt. Und so fühlt es sich auch an. Geil. Ja. Was würdest du denen raten, die sich schwer tun damit? Gibt's da was? Ich finde, dass jeder rausfinden darf, was er wirklich möchte. Und wenn in deinem Lebensplan steht, dass du ein Haus selbst erbauen willst, einen Baum pflanzen willst und 3 Kinder haben willst, dann zieh nicht in Van. Warum? Versuch dem zu folgen, was das Strahlen in deinen Augen auslöst. Und wenn es dein Haus ist in der Nähe von Leipzig, weil du es immer schon wolltest, und wenn es die 10.000 € Hochzeit ist, dann mach's. Ich bewerte dich dafür nicht. Aber zieh nicht in Van, weil du denkst, das macht man gerade und das gibt dir die große Lebensfreiheit. Das macht dich nicht froh. Das ist schön. Also genau darum geht es ja, ne? Das zu finden, was man möchte. Das ist ja aber auch die größte Herausforderung für viele, muss man auch sagen. Na klar. Aber das rauszufinden, was man will und das wirklich durchzuziehen. Es ändert sich auch. Vielleicht will ich ja in 5 Jahren plötzlich ein Haus bauen und 3 Kinder. Nichts ist unmöglich. Und auch das ist auch ein gutes Fazit. Diese Akzeptanz von, dass nichts stabil ist, ne? Nichts bleibt. Und du kannst immer auch sagen, ich habe 30 Jahre meines Lebens Kinder gehasst, aber jetzt bin ich schwanger und will eins. Immer, du darfst das. Du kannst immer auch sagen, ich ziehe jetzt in Van und dann finde ich es nach einem Jahr richtig scheiße. War kein Problem, du hast es gemacht. Du hast es gefühlt in dem Moment, du hast es gemacht und dann willst du eben doch 3 Zimmer. Warum nicht? Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass du da für dich selber glücklich drin wirst. Lass mal so stehen als Schluss, weil es ist einfach wunderbar, weil genau das ist ja die Essenz da draus. Ja. Finde deinen eigenen Weg, statt auch anderen nachzulaufen, ne? Aber finde den. Das ist eigentlich, wie du das auslebst, ne? Ja. Ist dein Ding, aber finde den Weg. Ich glaube, das ist auch nachher der Schlüssel zum Glück.